Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Wir befinden uns jetzt hier in Aralandia. Das ist die neue Freiflugvoliere hier im grünen Zoo Wuppertal, die der Zooverein Wuppertal hier gebaut hat. Und die ersten Tiere sind schon eingezogen. Die Flamingos, die sind bereits seit Mai hier in der Anlage und gewöhnen sich hier ein. Auf der anderen Seite fangen jetzt die Aras auch an, sich hier langsam einzugewöhnen. Die haben so ein kleines Vorgehege, in dem sie erstmal lernen müssen, zwischen dem Innen- und Außenbereich zu wechseln, denn das ist ein bisschen kompliziert hier, weil sie durch lange Tunnel gehen müssen. Aralandia ist für Besucher leider im Moment noch nicht geöffnet. Corona hat auch da seinen Anteil natürlich dran. Wir hoffen sehr, dass es nicht allzu lange dauert, dass also die Besucher auch dieses neue Highlight dann von innen erleben können. Wenn man sich also umschaut, eine riesengroße Anlage, ein großer Flugraum für die Aras, ein großer Teich für die Flamingos, also schon sehr schön und sehr grün auch geworden in der Zeit jetzt. Das kann man sehen, also der Vegetation hat natürlich diese Ungestörtheit den ganzen Sommer über gut getan. Die ist also gut gewachsen, gut zugewachsen und so können wir also hier eine ganz besondere Anlage jetzt im Moment schon mal zeigen. Die Besucher können sie zumindest von außen sehen, sie können hier reinschauen und natürlich die Flamingos dann hier am Teich schon mal sehen. Ja, jetzt sind wir hier bis zum Stallgebäude von Aralandia gekommen, das sich hinter den Felsen hier vorne verbirgt. Hier hinter mir befindet sich die Eingewöhnungsvoliere der Aras. Da können die also jetzt schon hier sich die neue Anlage anschauen. Im Moment sind alle Aras drin. Das Wetter ist heute nicht gut genug anscheinend, aber die können eben schon wechseln und müssen hier lernen, zwischen innen und außen zu wechseln, durch diese Tunnel zu gehen, damit sie das später auch können. Denn hier vorne in der Anlage haben wir unsere großen Ein- und Ausgehtunnel für die Aras später. Und das müssen die Tiere also natürlich können, dann hier reinzukommen, aber auch vor allem wieder rauszukommen, also in den Innenbereich zurückzugehen. Die Tunnel, die wir hier gebaut haben, die sind schon was ganz Besonderes. So etwas gibt es noch nicht. Das haben wir uns hier speziell ausgedacht. Da befinden sich also Drahtkörbe durch, ein Drahttunnel, der quasi auch als Fangeinrichtung mitgebaut ist, denn unsere Aras hier in der Anlage, die sollen sich ja hier kennenlernen. Das ist quasi eine Dating-Voliere, die wir haben, und wenn die jungen Aras sich kennengelernt haben und zu Paaren zusammengefunden haben, dann wollen wir die hier rausnehmen, und das passiert auch in den Tunneln. Gleichzeitig bei jedem Durchgang wird zum Beispiel das Gewicht erfasst, es wird immer erfasst, wo halten sich die Tiere auf. Auch hier in der Anlage wird das erfasst über Halsbänder, die die Aras tragen. Und wenn also ein Ara rausgenommen werden soll und er wird hier von dem System erfasst beim Durchlaufen von so einem Tunnel, dann gehen also automatisch hier die Fallen zu. Die Tierpfleger bekommen eine Nachricht und können also diesen Ara sehr einfach hier aus dieser Anlage entnehmen. Also das ist ein ziemlich interessantes und neuartiges System, was wir hier zusammen mit einer Spezialfirma entwickelt haben. So etwas gibt es weltweit noch nicht, und von daher schauen auch viele andere Vogelhalter natürlich auch mit Spannung auf diese Anlage, wie sie denn funktionieren wird. Wir legen auch viel Wert hier auf die Education, die Kommunikation mit dem Besucher. Wir wollen erklären, was es hier mit dieser Anlage auf sich hat. Deswegen gibt es hier entsprechende Schautafeln, die also erklären, dass das hier eine Hochzeitsvoliere ist, dass es eine Zuchtstation gibt, dass die Aras Halsbänder tragen,
Alle solche Dinge neben den ganz normalen Sachen wie wo kommen die Tiere her und Biologie der Tiere und so weiter, das wird natürlich auch alles hier vermittelt. Aber das sind schon für uns sehr, sehr wichtige Dinge. Wir haben auch dann am Ausgang, das sehen wir später noch, einen eigenen Bereich im Besucherzentrum, wo wir also sehr viel auch noch über Bedrohung von Aras, über das, was wir für ihren Schutz tun und mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten, erzählen, über das besondere Energiekonzept von dieser Anlage, denn wir wollen ja nicht nur der grüne Zoo sein, sondern der Zooverein hat sich hier bemüht, dieses Konzept auch das erste Mal so vollständig wie möglich umzusetzen. Also von daher wollen wir auch sehr nachhaltig unterwegs sein. Das wird die Zuchtstation, die ist noch nicht eingerichtet und die Schlosserarbeiten hier für die Ein- und Ausflüge müssen noch gemacht werden, aber in diesem Bereich sollen dann eben Zuchtpaare sitzen, ob das nun Zintaras oder eben Lieraras später sind, das wird man sehen, aber das ist also hier die Möglichkeit, dann entsprechend auch Einzelpaare zur Zucht zu bringen, was ja eben in der großen Anlage nicht vorgesehen ist. Wir können die einzelnen Bereiche auch miteinander verbinden. Die Tiere können dann mehr Platz haben, wenn nicht alle Zuchtvolieren besetzt sind. Wir haben hier insgesamt 6 Zuchtvolieren und können die also so miteinander verbinden, wie wir das möchten. Einen Außenbereich gibt es auch und da sollten wir vielleicht mal eben einmal hingehen. Ja, also hier ist der Außenbereich, hier sind die Außenvolieren unserer Zuchtstation. Im Moment noch ein bisschen verwildert, aber bevor Tiere reinkommen, wird das natürlich alles entsprechend vorbereitet und auch eingerichtet mit Sitzstangen und so weiter, alles was man eben so braucht. Und hier können also dann bis zu 6 Paare zur Zucht gebracht werden. Hier vor haben wir noch einen Teil unseres ehemaligen Rosengartens, der dann auch genutzt werden kann, um hier entsprechende Pflanzen, Kräuter und so weiter anzupflanzen, die vielleicht dann auch für die Aras nutzbar sind. Hier im hinteren Bereich haben wir eine ganze Straße gebaut, damit die Andienung von Aralandia stattfinden kann und auch der Müllwagen hier hinkommt und all solche Dinge. Und besonders achten mussten wir hier auch ein bisschen auf den Denkmalschutz, denn hier sind wir im Bereich unseres ehemaligen Rosengartens des Wuppertaler Zoos und das ist im Grunde ein Bodendenkmal und das sollte in seiner Struktur auch erhalten werden und deswegen stehen die Volieren auch entsprechend so in einer Bogenform hier auf solchen Natursteinmauern, die dann im Bereich der Volieren selbst unter Beton jetzt liegen, aber da eben geschützt sind und immer noch da sind. Aber der Beton sorgt natürlich dafür, dass wir also hier auch besser reinigen können zum Beispiel. Und nur der Vollständigkeit halber dann auch noch hier der Blick in den Flamingo-Innenstall, den wir vermutlich nur ganz selten brauchen werden, weil die Flamingos eigentlich Tag und Nacht und Sommer und Winter draußen bleiben können. Aber er ist Vorschrift. Ja, wir haben hier auch verschiedene Elemente eingebaut, die auch für die einheimische Tierwelt natürlich interessant sind. Also weil der Schutz unserer Insekten zum Beispiel, der war uns auch besonders wichtig. Also wir wollen ja hier mit dieser Anlage nicht nur für Aras nachhaltig sein, sondern eigentlich auch für unsere eigene Natur. Hier sieht man zum Beispiel so eine Benjeshecke, die der Abtrennung dient, sodass also die Besucher nicht hier in diesen grünen Bereich reinlaufen. Aber die wird also gerne im Naturschutz zum Beispiel auch verwendet, weil sich hier auch wilde Pflanzen ansiedeln.
und eben auch Versteckmöglichkeiten zum Beispiel für Insekten und andere Tiere entstehen. Und bin mal gespannt, wie die Aras das finden werden, weil so Äste und so, das finden die bestimmt auch ganz spannend, um sich damit zu vergnügen. Ja, also hier finde ich, ist eine der für mich spannendsten Stellen in dieser Anlage unsere Lehmwand, natürlich noch nicht in Betrieb, aber strukturiert wie so eine Flussfelswand, die ja bekanntermaßen von vielen Aras auch zum Beispiel aufgesucht werden, um sich mit Mineralien und so weiter zu versorgen. Und wir haben hier sowas nachgebaut. Zwischen diese einzelnen Bereiche, diese Aussparungen, da kann also Lehm eingebracht werden. Das werden unsere Tierpfleger dann machen. Vielleicht auch versehen mal mit einer Nuss oder so, um erstmal die Spannung zu erhöhen. Aber langfristig eben einfach ist das als Element der Gestaltung, aber eben auch Element der Tierbeschäftigung vorgesehen. Und natürlich für Besucher, die jetzt hier stehen, auch ein schöner Platz, um vielleicht mal ein schönes Foto zu bekommen. Ich bin schon sehr gespannt, ob diese Wand so funktionieren wird, wie wir uns das auch ausgedacht haben. Ich finde es toll. Ich habe mitgekriegt, dass auch andere Zoos diese Idee schon begutachtet haben und auch schon selber anfangen, darüber die umzusetzen. Da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, dass mir das gelungen ist, dann so eine Idee dann für die Tiere hier einzubringen. Hier natürlich nochmal ein echtes Highlight für die Besucher. Hier auf unserer Abenteuerbrücke stehen sie ja mitten im Flugraum der Aras und die können dann um sie herum fliegen. Oder sie haben einen wunderschönen Blick auf die Flamingos, die hier unten stehen. Ja, und das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, was man so auch nicht in vielen Volieren erleben kann. Ja, hier erzählen wir natürlich auch was über unsere Tiere, die Aras, die Sonnensittiche, die Pudus, die hier leben sollen, die Flamingos. Die Besucher sollen ja auch wissen, welchen Tieren sie hier begegnen. Wir haben aber hier in der Voliere selber versucht, mit der Edukation sehr sparsam umzugehen, um einfach den Menschen dieses Erlebnis hier zu ermöglichen und dass sich die Besucher hier auf die Vögel konzentrieren. Und hier im Ausgangsgebäude hinter mir, da findet dann nochmal richtig ein bisschen Input statt. Da kann man sich auch noch einen Kaffee holen und dann in aller Ruhe nochmal lesen, was denn so getan wird, um diese hochbedrohten Tiere zu schützen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz guter Abschluss dann für einen Besuch in Aralandia. Ja, wir haben in Aralandia auch einiges gemacht, damit die Tiere sich hier wohlfühlen für das Tiermanagement. Wir haben da hinten einen großen Kunstfelsbaum, der bestückt werden kann mit echten Ästen, die dann als Knabbermaterial zur Verfügung stehen. Wir haben einen Totbaum hier eingebracht, der auch als Sitzmöglichkeit, aber natürlich auch als Beschäftigungsmöglichkeit dient. Und hier vorne haben wir unsere Palmen. Und hier daneben, neben einer echten Palme, dann 3 Kunstfelspalmen, abgestorbene Palmen mit Löchern drin, wo also auch Sitzgelegenheiten für die Aras entstehen. Die sind nicht zu tief, damit das keine Bruthöhlen werden können für die Aras, denn das wollen wir ja hier nicht. Aber zumindest geschützt sitzen können sie. Wenn dann irgendwann im Laufe der Jahre vielleicht doch mal ein Ara im Sommer sagt, Mensch, das ist super hier, ich bleibe draußen, dann kann er sich da geschützt hinsetzen und selbst bei Regen hat er keine Probleme. Also solche Bereiche gibt es hier immer wieder mal zu entdecken in Aralandia. Hier drin in unserem Besucherzentrum wird im Moment noch ein kleiner Wasserschaden behoben, deswegen sieht es ein bisschen wild aus.
Genutzt werden kann dieser Raum leider ja für Besucher im Moment noch nicht, aber natürlich ist schon alles da, die Education hier an der Wand, alles, wo wir was über die Bedrohung von Aras, über den Schutz von Aras, über unsere Partner erklären, unser Energiekonzept und natürlich auch eine Patentafel, wo wir unsere Netzpartner, unsere Spender und Sponsoren hier aufgeführt haben. Und später dann wird der Spendentrichter, den wir extra für Aralandia haben fertigen lassen, natürlich auch noch hier reinkommen. Und hier ist dann das Fenster, durch das man den Kaffee bekommen kann, der einem nach einem Besuch in Aralandia dann sicherlich auch gut schmeckt. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.